Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Es gab ja mal einen prominenten sozialdemokratischen Finanzminister und Kanzlerkandidaten, der das geflügelte Wort prägte: hätte Fahrradkette. An die Peer Steinbrücksche Lebensweisheit mag der ein oder andere Ampelkoalitionär, nicht nur unter den Sozialdemokraten, in diesen Tagen denken. Aber wohl ohne die damit verbundene Nonchalance. Dafür ist dieses hätte zu bitter. Hätten wir gewusst, wie das Bundesverfassungsgericht urteilen würde, und hätten wir vielleicht besser mal auf die Warnungen von Experten gehört, statt sie in den Wind zu schlagen. Jetzt kann noch nicht mal mehr der Haushalt fürs nächste Jahr auf den Weg gebracht werden. Aus Berlin Daniel Pontzen. Im Berliner Politbetrieb wird viel mit Slogans gearbeitet, wie hier dieser Tage am Bundesfinanzministerium. Schon in normalen Zeiten hinterfragen manche die Sinnhaftigkeit solcher Slogans. In nicht normalen Zeiten können sie, wie auch hier heute bei einer Veranstaltung der Grünen, eine unfreiwillige Komik entwickeln, wäre die Lage dafür gerade nicht viel zu ernst. Shifting Finance, frei übersetzt Finanzen verschieben, lautete der Slogan hier, womit nachhaltige Investments gemeint waren. Die der Ampel müssten gesichert werden, trotz allem, war die Überzeugung hier. Weil das total wichtig für unseren Wohlstand ist, weil das total wichtig für die Frage des Klimaschutzes ist und das uns natürlich gerade umtreibt. Deswegen wollte ich einmal, man muss ja mal ansprechen, was die Themen sind. Genau das, ansprechen, was das Thema ist, die so plötzlich so fundamentale Krise, machten viele andere heute erstmal nicht. Stattdessen schriftliche Presseerklärungen der Ampel. Zunächst, dass die für morgen geplante Bereinigungssitzung verschoben wird. Dann dementsprechend, dass die Beschlussfassung des Haushalts 2024 nun doch nicht wie bisher geplant in der kommenden Sitzungswoche stattfinden wird. Es klingt wie eine Vollbremsung mit Verzögerung. Noch nach dem Schock aus Karlsruhe verkündeten sie, den Haushalt wie geplant durchzuziehen. Zunächst wurde nur der konkret beanstandete Klima- und Transformationsfonds gesperrt. Vorgestern dann weite Teile des Haushalts, gestern auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Welchen Ausweg die Ampel nun aus dem Finanzloch konkret ansteuert, dazu sagte der Kanzler auch heute Abend nichts. Die Botschaft: nichts überstürzen. Und insofern, glaube ich, ist bei allen der Ehrgeiz und der Wille da, das gut und richtig, zügig, aber nicht überhastet zu machen. Derweil verdichten sich die Anzeichen, dass die Ampel womöglich für dieses Jahr doch noch einmal die Schuldenbremse aussetzen will, rückwirkend, schon deshalb, weil es vielen als einziger Ausweg erscheint. Ob der verfassungsfest wäre, unklar. Schon eher würde das wohl für eine andere Maßnahme gelten, ein im Grundgesetz verankertes neues Sondervermögen, ähnlich dem der Bundeswehr, wofür indes eine Zweidrittelmehrheit nötig wäre und damit die Unterstützung der Union. Die Ampel macht einen großen Fehler. Sie lenkt ab. Sie muss jetzt Prioritäten setzen. Sie hat sich in die Sackgasse manövriert und muss da jetzt selbst wieder raus. Sie ist sich selbst nicht einig. Das ist das Problem. Es braucht jetzt Führung und Orientierung, vor allem vom Bundeskanzler. Mit Geld und Verstand, das war der Slogan und auch der Plan. Geld ist nun keines mehr da und der Slogan seit heute auch nicht mehr, versteckt hinter tiefem Schwarz. Und der SPD-Chef ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Klingbeil. Schönen guten Abend. Gestern hat der SPD-Fraktionschef Mützenich noch gesagt, also mit dem Haushalt 24, da sollten wir doch jetzt mal in unserem Timing bleiben. Heute ist davon keine Rede mehr. Warum wirkt diese Koalition auch nach einer Woche immer noch so überrumpelt von diesem Urteil? Weil es ein sehr weitreichendes Urteil ist, das ausgewertet wird in der Regierung. Und wissen Sie, für mich ist wichtig, dass das in aller Gründlichkeit passiert. Natürlich will ich auch, dass der Haushalt jetzt schnell verabschiedet wird. Aber mir ist es lieber, jetzt ein paar Tage länger noch die Auswirkungen auch dieses Urteils auszuwerten, das in den Fraktionen zu besprechen, als dass man jetzt schnell vorgeht und nachher vielleicht doch sieht, man hat da irgendwelche Fehler gemacht. Das ist insgesamt, da will ich gar nicht drum herum reden, eine enorme Bewährungsprobe jetzt auch für die Regierung, für die Ampel. Aber es braucht jetzt schnell einen Haushalt, aber lieber eine Woche, 2 Wochen länger drüber reden und die richtigen Entscheidungen treffen, als dass man jetzt zu schnell handelt und nachher dann vielleicht doch Fehler macht. Man hätte ja auch auf die Idee kommen können, so eine Art Plan B zu haben, so einen Notfallplan, wenn das schief geht. Man wusste ja, dass man da Vabanque spielt. Es gab ja Warnungen, was machen wir da mit dem Haushalt 23, 24? Und jetzt sieht es ein bisschen so aus, als würden alle sagen, huch,
Sind wir gar nicht drauf vorbereitet gewesen. Das ist in der Tat so, dass ich erwartet habe, dass die Regierung das vorbereitet. Aber wir sehen jetzt ja auch, dass viel mehr als der Klima- und Transformationsfonds betroffen ist. Das heißt, das Urteil ist viel weitreichender, das das Bundesverfassungsgericht getroffen hat. So, deswegen müssen jetzt Entscheidungen da wirklich sorgsam auch vorbereitet werden. Ich habe gerade gesagt, für mich ist wichtig, dass es trotzdem schnell geht. Ich glaube, beides kriegen wir jetzt hin. Es sind jetzt ein paar Tage, um die Sachen noch verschoben werden. Aber wissen Sie, ich erwarte, dass die Regierung jetzt schnell zur Entscheidung kommt. Die Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land brauchen auch eine Klarheit, die brauchen eine Planungssicherheit. Das ist eine Phase der Unsicherheit und da muss die Regierung jetzt dafür sorgen, dass wir schnell einen Haushalt haben. Naja, ein Problem dabei ist, dass man ja versucht hat, so eine Art schwarze Magie zu betreiben und dieser Grunddiskussion in der Ampel aus dem Weg zu gehen, wie finanzieren wir eigentlich den Staat und unsere Ausgaben. Die FDP will keine Schuldenbremse, die SPD will die Schuldenbremse unbedingt behalten, Entschuldigung, die SPD will sie aufweichen, reformieren, aber man kommt da ja zu keiner Einigung. Gibt es da überhaupt was, womit man so einen gordischen Knoten durchschlagen kann? Ja, wir hatten einen politischen Konsens während der Koalitionsverhandlungen und das war ja übrigens eine Praxis, die auch in der Regierung davor, aber auch in vielen Bundesländern angewendet wurde, dass genau solche Sondervermögen geschaffen wurden. Und jetzt muss es darum gehen, ich habe es gerade gesagt, dass es schnell zu einer Lösung kommt, aber das, was im Koalitionsvertrag festgelegt war, dass man sagt, wir holen das Geld in den Klima- und Transformationsfonds aus anderen Sondervermögen, wir kehren dafür zur alten Regelung der Schuldenbremse zurück und wir verzichten auf Steuererhöhungen. Das ist ja verworfen jetzt mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und deswegen glaube ich auch, müssen wir in der Regierung, in den Ampelparteien jetzt sehr pragmatisch darüber reden, wie können wir sicherstellen, dass mehr Investitionen geleistet werden. Wir können ja nicht einfach aufhören zu investieren. Da geht es um Arbeitsplätze in diesem Land, da geht es um die Wirtschaftskraft des Landes. Also wer jetzt meint, mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes brechen wir einfach alle Investitionen in die wirtschaftliche Stärke dieses Landes ab, der schadet am Ende dem Standort Deutschland, ja, der schadet den Arbeitsplätzen und deswegen müssen wir jetzt schnell klären, wo das Geld für Investitionen herkommt. Ja, aber wenn sich keiner bewegt von seinen Grundpositionen und da geht es wirklich auch ums Eingemachte aller drei Koalitionspartner, dann was dann? Dann scheitert diese Koalition? Es muss jetzt eine ideologiefreie, pragmatische Debatte sein, aber klar ist für mich am Ende, wir brauchen das Geld für die Investition. Das ist eine der Grundlagen dieser Regierung, dass wir sagen, es eine Phase jetzt von 10, 15 Jahren, in der massiv investiert werden muss in die Infrastruktur des Landes, in die Klimaneutralität, in die Frage auch des wirtschaftlichen Aufbruchs. Diese Investitionen jetzt abzubrechen und zu sagen, darauf verzichten wir, das schadet dem Standort Deutschland und das werden wir als SPD nicht mitmachen. Und deswegen sind wir jetzt bereit, wirklich zu suchen, wo kann das Geld herkommen. Dafür braucht es jetzt schnell klare Verabredungen. Wir sind zu dieser Debatte bereit und ich schätze es so ein, dass die beiden Koalitionspartner das auch tun. Naja, aus Ihrer Partei war ja schon zu hören, wozu man alles eher nicht bereit ist. Also keinen sozialen Kahlschlag, das ist ja so eine Art Synonym für, also über Bürgergeld und Ähnliches brauchen wir gar nicht zu reden. Nein, Frau Slomka, das will ich schon noch mal einordnen. Wenn jetzt Leute sagen, wir sparen zig Milliarden ein beim Sozialstaat, dann sollen sie das mal konkret machen. Was heißt das denn? Dass wir in einer Phase der Unsicherheit jetzt Rentnerinnen und Rentnern Geld wegnehmen, dass wir bei Alleinerziehenden kürzen, dass wir bei denen kürzen, die wirklich die Ärmsten dieser Gesellschaft sind. Da weiß doch jeder, der rechnen kann, dass mit Vorschlägen beim Sozialstaat zu kürzen, diese Milliardensummen zu kürzen, wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land gefährden. Wir müssen andere Ideen prüfen, ideologiefrei prüfen, aber den Sozialstaat abzuschaffen. Übrigens sind es immer die Stimmen, die schon seit längerem Probleme mit einem handlungsfähigen Sozialstaat haben. Also da ist doch klar, das werden wir nicht mitmachen. Naja, nur wenn Sie jetzt quasi nochmal das SPD-Programm, wenn Sie jetzt nochmal das SPD-Programm und die Grundsätze der SPD vortragen, wird das Herrn Lindner nicht groß beeindrucken und Herrn Merz, falls Sie mit dem gemeinsam was machen wollen, zum Beispiel ein Sondervermögen Klima einrichten, da brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit auch nicht. Also an irgendeiner Stelle muss ja auch bei der SPD dann Bewegung sein, oder? Wir werden uns einigen in der Koalition, da bin ich optimistisch, das haben wir immer gezeigt. Aber jetzt geht es nochmal in der Tat darum, auch Dinge zu tun, die vielleicht der eine oder andere in der Koalition nicht für möglich hält. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns die Frage vor allem stellen, wo kann das Geld herkommen für Investitionen? Darauf braucht es jetzt eine schnelle Antwort. Aber Investitionen abzubremsen und zu sagen, wir investieren nichts in die wirtschaftliche Stärke dieses Landes, diesen Weg können wir nicht gehen, der wird am Ende Deutschland schaden. Sagt der SPD-Chef. Herr Klingbeil, danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
Das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Lars Klingbeil dürfte eben nicht ohne Grund das Wort Investitionen so oft in den Mund genommen haben. Denn das ist natürlich ein Thema, bei dem man am ehesten noch Gemeinsamkeiten mit der FDP und gegebenenfalls auch mit der Union findet. Die deutsche Wirtschaft, vom Mittelstand bis zur Großindustrie, ist zwar prinzipiell auch immer sehr für schlanken Staat und niedrige Steuern, aber auf die Milliarden aus den Klima- und Wirtschaftsfonds, auf die hat sie sehr wohl gesetzt. Die Sorgen, wie das jetzt weitergeht, sind groß, berichtet Norman Odenthal. Wenn's glüht, dann brummt's eigentlich, aber es brummt nicht. ThyssenKrupp macht miese. Das Geschäft mit dem Stahl, es läuft nicht. Die Herausforderungen also enorm, erst recht, wenn die Produktion weniger klimaschädlich werden soll. Weichen dafür sind längst gestellt, mit Hilfe des Staates. Der Förderbescheid ging ja bereits im August uns zu und ist damit auch abgesichert. Sie wissen, dass wir die Investition bereits begonnen haben, schon bevor der Förderbescheid im Hause war. Und der Förderbescheid sichert die Investition natürlich jetzt auch ab. Insofern, das ist in der Tasche. Alles sicher? Fragezeichen, denn diese Investition sollte ja nur ein Anfang sein. Der Minister war selbst da, wo bald grüner Stahl gedeihen soll. Das war im Sommer. Da wusste noch keiner vom Verfassungsgerichtsurteil, das alles auf den Kopf stellt, obwohl Robert Habeck die Klage der Union damals schon Kopfschmerzen gemacht hat. Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren. Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Abbruch statt Aufbruch, wieder ein Fragezeichen. Auf der grau-grünen Wiese bei Magdeburg will Intel künftig Chips produzieren. Ein Megaprojekt. Satte 10 Milliarden Euro wollte der Bund zuschießen, will er offenbar immer noch, heißt es. Aber woher kommen die jetzt? Fakt ist, der Bundeskanzler hat uns seine Zusage gegeben, dass auch das Intel-Projekt beispielsweise nicht gefährdet ist. Und ich glaube, auf diese Zusage sollte man sich verlassen können. Wenn man sich auf den Bundeskanzler nicht mehr verlassen kann, dann hat auch eine Regierung keine Berechtigung mehr zu regieren. Im Saarland bei Saarstahl hatte man auch viele warme Worte aus Berlin gehört und als Absprachen verbucht, auf die man bauen kann. Aber Fragezeichen, denn sie haben, so scheint es, nichts in der Hand. Was, wenn das Geld nicht kommt? Es gibt keinen Plan B. Dann wird das Saarland nicht dekarbonisiert und dann wird es hier langfristig keinen Stahl im Saarland geben. Was heißt das? Das heißt, es würden Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Wir werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Planungssicherheit ist mehr Wunsch als Wirklichkeit. Die Währung dafür heißt Vertrauen. Sie steht enorm unter Druck. Dort, wo lediglich unverbindliche oder gar nur mündliche Zusagen herrschen, das ist natürlich nicht rechtsverbindlich. Das heißt, das steht jetzt alles zur Disposition. Die Unternehmen, die können bloß hoffen, dass das eingehalten werden kann. Aber es müssen ja bis zu 60 Milliarden eben auch eingespart werden. Das heißt, da kann sich niemand mehr sicher sein. Es gibt zu viele Fragezeichen. Am Standort Deutschland herrscht Unsicherheit. So steht das kleine Einmaleins des erfolgreichen Wirtschaftens gewaltig unter Feuer. Vom Bundeskanzler ist zu all dem im Moment noch nicht viel zu hören. Ob dieses „Wir bleiben jetzt mal betont ruhig" tatsächlich beruhigend oder eher wie Kommunikationsverweigerung wirkt, liegt natürlich im jeweiligen Auge des Betrachters. So oder so ist aus Sicht des Kanzleramts diese Krise jetzt noch ein hausgemachtes Paket obendrauf auf die anderen weltpolitischen Krisen, die ja auch nicht bewältigt sind. Etwa der Krieg in Nahost, zu dem kommen wir gleich noch, das Flüchtlingsthema, das der EU so zu schaffen macht, und der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da hatte der Kanzler heute noch einen sehr speziellen Termin, eine virtuelle Begegnung mit Wladimir Putin. Davon berichtet Armin Körper. Das russische Staatsfernsehen zelebriert eine Inszenierung. Putin zurück auf der Weltbühne. Er wird den Krieg Krieg nennen und das Sterben eine Tragödie. 4 Monate vor der Präsidentschaftswahl nutzt er den virtuellen G20-Gipfel für warme Worte und eine Riesenshow. Selbstverständlich sind kriegerische Auseinandersetzungen immer Tragödien. Es geht um das Leid konkreter Menschen, Familien und Länder. Und wir müssen Wege finden, diese Tragödie zu beenden. Und das war längst nicht alles. Putin plötzlich Friedensfürst?
Russland hat doch Friedensverhandlungen mit der Ukraine nie abgelehnt. Kirill Rogow ist jahrelanger Putin-Kenner und für den Kreml ist er ein ausländischer Agent. Er spricht offen mit uns, im Exil wohlgemerkt. Putins Gerede über Friedensverhandlungen ist ziemlich absurd, weil Putin sie gerade am wenigsten braucht. Er kann warten. Die Zeit ist auf seiner Seite, zum Beispiel erstmal bis zur US-Wahl. Denn aus russischer Sicht stockt die ukrainische Gegenoffensive, der Westen scheint kriegsmüde und Russland auf einen langen Kampf eingestellt. In den ersten 15 Kriegsmonaten sah alles ziemlich instabil aus. Putin hat aber mittlerweile das Armeekommando gefestigt, in dem ein ziemliches Chaos herrschte mit Prigozhin und so. Er ist auch wirtschaftlich selbstbewusst, denn er hat mehr oder weniger alles auf Kriegswirtschaft eingestellt. Der Bundeskanzler hat heute seine italienische Amtskollegin zu Gast. Gemeinsam haben sie an dem virtuellen Spektakel teilgenommen. Seine Botschaft an den scheinbar neuen Putin bleibt die alte. Ich habe dazu aufgerufen, dass Präsident Putin seinen Angriff auf die Ukraine beendet. Doch Putin tut einfach so, als sei das Ukraine-Thema schon abgehakt und widmet sich der Weltwirtschaft. Ohne Tiraden, ganz Staatsmann, testet er den Westen. Unmengen von Dollars und Euros wurden in die Wirtschaft gepumpt. Das hat doch erst die weltweite Inflation und den Anstieg von Energie- und Nahrungsmittelpreisen erst provoziert. Und Putin kann auf Unterstützer zählen. Indiens Premier Modi sitzt gerade den G20 vor. Indien ist der größte Abnehmer von russischen Rohstoffen und Indien bereitet Putin die Bühne. Der hat die Welt schon oft an der Nase herumgeführt und er versucht es heute einmal mehr. Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Heinz, mit anderen Ereignissen dieses Tages. Nach der Explosion eines Fahrzeugs an einem US-kanadischen Grenzübergang gibt es dort einen Großeinsatz der Polizei. Und man arbeite auch mit einer Terrorismuseinheit des FBI zusammen, um die Zugänge nach New York zu kontrollieren, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates mit. Die Situation sei aber noch unklar. Offenbar sollte das Fahrzeug nach einer ersten Kontrolle genauer überprüft werden. Das Auto soll dann beschleunigt haben, in eine Absperrung gefahren und explodiert sein. 2 Insassen des Fahrzeugs sollen dabei ums Leben gekommen sein. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf es in einem Abiturzeugnis unter bestimmten Voraussetzungen vermerkt werden, wenn Rechtschreibleistungen nicht bewertet wurden. Allerdings nur, wenn das nicht allein bei Legasthenie möglich ist, sondern auch bei anderen behinderungsbedingten Einschränkungen. Nach Ansicht des Gerichts dient eine solche Zeugnisbemerkung der Transparenz über die tatsächlich erbrachten schulischen Leistungen. Im Interesse der Chancengleichheit für Ausbildung und Beruf sei sie grundsätzlich gerechtfertigt. Im Europaparlament ist das Vorhaben gescheitert, den Einsatz von Unkraut- und Schädlingsvernichtungsmitteln in der EU deutlich zu reduzieren. Bei einer Abstimmung fand sich heute keine Mehrheit für eine gemeinsame Position zu den entsprechenden Plänen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Landwirte in der EU den Einsatz von Pestiziden in den kommenden Jahren deutlich einschränken sollten. Tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben heute in Berlin, Hamburg und Bremen ihre Arbeit niedergelegt. Mehrere Gewerkschaften, unter anderem Verdi, hatten zum Warnstreik aufgerufen. Der Betrieb in Schulen, Kitas, Verwaltungen und Feuerwehren wurde ausgesetzt oder behindert. In den Tarifverhandlungen fordern die Gewerkschaften 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 € pro Monat. Dass ein Wahlausgang völlig offen und die Wahl daher äußerst spannend sei, das hört man zwar öfter, aber auf die Parlamentswahl heute in den Niederlanden traf beides wirklich zu. Bis zuletzt schien laut Umfragen alles möglich. Dass die bisherige rechtsliberale Regierungspartei sich wieder behauptet oder aber die Rechtspopulisten mit ihrem bekannten Spitzenkandidaten Geert Wilders vorne liegen. Möglich schien aber auch noch ein rot-grünes Bündnis oder sogar der Durchmarsch eines christdemokratischen Außenseiters, der seine Partei erst vor 3 Monaten gegründet hat. Das war die Ausgangslage. Jetzt am Abend gibt es erste Prognosen und die schlagen nicht nur in den Niederlanden ein wie ein Donnerhall. Geert Wilders liegt vorn und zwar deutlich. Florian Neuhan berichtet.
Gucken Sie hier, sagt die Moderatorin und liest dann vor, was dieses Land und womöglich Europa verändern könnte. Von 17 auf 35 verdoppeln sich nach erster Prognose die Mandate für die PVV, die Partei von Rechtspopulist Geert Wilders, der seinen Jubel im Netz teilt. 12 Stunden vorher. Der Wahltag beginnt für den einfachen Wähler Mark Rutte mit einem Erinnerungsfoto im Wahlbüro. 13 Jahre lang war Mark Rutte Premier dieses Landes, so lange wie niemand vor ihm. Bis seine Regierung im Sommer über einen Asylstreit stürzte und Rutte abtrat. Sein Ende ist dabei, genau wie sein Anfang, untrennbar verbunden mit Geert Wilders, dem Rechtspopulisten, der den Islam für gefährlicher hält als den Nationalsozialismus. 2010 zu Beginn ließ sich Rutte, Chef der liberalen Partei, in einer Minderheitsregierung von Wilders tolerieren. Nach 2 Jahren platzte der Deal. Jahrelang blieb Wilders außen vor bis zu diesem Wahlkampf, in dem Ruttes Nachfolgerin Dilan Yildiz die Brandmauer wieder einriss. Plötzlich hatte Wilders eine Chance auf die Macht, wurde für neue Wähler attraktiv. Und das war für einen Teil seiner Wähler wirklich wichtig, dass sie sehen, ihre Stimme kann etwas verändern. Dieses Türöffnen hat dazu beigetragen, Wilders zu normalisieren. Und Wilders selbst hat seinen Tonfall gemäßigt. In der Tat, im Wahlkampf trat Wilders anders auf. Aus Wilders wurde, so spotteten sie im Land, ein Milders. Um zu regieren aber bräuchte er mehrere Partner. Und die große Frage ist, ob die Rechtsliberalen, die Wahlverlierer dieses Abends, da mitgehen. Hier aber fragen sie am Abend erst einmal, was da eigentlich passiert ist. Ich denke, dass ein Teil der Niederlande unzufrieden ist und vielleicht einen anderen Kurs will. Daher kommt wohl der Erfolg von Wilders. Vor wenigen Minuten dann tritt der Gewinner dieser Wahl auf, Geert Wilders, vor seinen Anhängern. Er verspricht mal wieder, den Asyl-Tsunami zu beenden. Noch hat er dazu nicht die Macht, aber erstmals die meisten Stimmen im Land. Tja, Gunnar Krüger beobachtet das für uns in Den Haag. Gunnar, man fragt sich in der Tat, was kann das für die Regierungsbildung, für die Niederlande bedeuten? Ja, so eine Regierungsbildung, das kann dauern. Wir sind hier bei den Rechtsliberalen in Den Haag. Die Partei, die bislang die Regierung mit Mark Rutte eben anführte. Und die wollten hier eigentlich feiern, stattdessen eine Schockstarre. Und es wird dauern, bis man sich aus dieser Schockstarre wieder lösen kann. Wilders ist stärker geworden, viel stärker noch als in Umfragen vorhergesagt. Und so wird es sehr schwer werden, eine Regierung zu bilden. Man wollte Wilders durchaus als Juniorpartner hier, man will ihn aber nicht als Premier. Und jetzt braucht man viele Partner von rechts bis links. Man kann an diesem Abend eigentlich 2 Dinge ablesen. Erstens, wohin es führt, wenn die Parteienlandschaft immer weiter zersplittert. Das macht die Regierungsbildung sehr schwer. Und zum anderen kann man ablesen, wohin es führt, wenn die Brandmauer gegen rechtsextreme Parteien eingerissen wird. Die Spitzenkandidatin Yildiz, die hier vor wenigen Minuten aufgetreten ist, die muss sich fragen lassen, ob ihre Strategie richtig war. Sie hat ganz auf das Thema Migration gesetzt. Sie hat sich nicht klar von Wilders abgegrenzt. Und die Lehre vielleicht für die Rechtsliberalen könnte heute Abend sein, dass wer die Brandmauer einreißt, dass er darunter eben auch begraben werden kann. Das jedenfalls auch in anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland natürlich mit Interesse beobachten. Gunnar, danke erstmal für diese aktuellen Informationen und Einschätzungen aus Den Haag. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas soll morgen früh die vereinbarte mehrtägige Feuerpause beginnen. Und es könnten dann auch morgen schon die ersten Geiseln freikommen. In Israel sind die Reaktionen auf diesen Deal gemischt. Letztlich entsprechend dem Dilemma, vor dem Regierung und Armee von Anfang an standen. Einerseits die Hamas bedingungslos bekämpfen, andererseits das Leben der Geiseln nicht gefährden. Beide Ziele gleichzeitig sind nicht zu verwirklichen. Hinzu kommt der internationale Druck mit Blick auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung. Und zu Hause der wachsende Druck der Angehörigen, die Geiseln endlich freizubekommen. Dominik Lessmeister berichtet aus Tel Aviv. Die 13-jährige Gali, seit 47 Tagen Geisel der Hamas. Ihre Großmutter verfolgt die Nachrichten über den Geiseldeal im Fernsehen zwischen Hoffen und Bangen.
Ich weiß leider noch nicht, ob meine Gali auf dieser Liste steht und ob sie nach Hause kommt. Ich möchte sie so bald wie möglich wieder bei mir haben. Israels Regierung stimmte gestern Nacht der Vereinbarung zu. Morgen ab 9 Uhr deutscher Zeit soll eine 4-tägige Waffenruhe beginnen. Hamas will in mehreren Etappen mindestens 50 der knapp 240 Geiseln freilassen. Nur Frauen, Kinder und Jugendliche. Im Gegenzug soll Israel 150 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen, darunter viele Jugendliche. Noch wird mit voller Kraft im Gazastreifen gekämpft. Seit Beginn des Krieges habe man rund 400 Tunnelschächte entdeckt, so das israelische Militär. Viele seien unter Krankenhäusern und Schulen gewesen. Die Waffenruhe soll nur vorübergehend sein. Wir haben die Ziele des Krieges eindeutig definiert: Hamas zu eliminieren, unsere Entführten freizubekommen und sicherzustellen, dass am Tag nach Hamas aus Gaza für Israel keine Gefahr mehr ausgeht. Die nächsten Tage aber kann die Zivilbevölkerung im Gazastreifen versorgt werden mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe. Hilfsorganisationen und viele Palästinenser erhoffen sich mehr als nur eine kurze Feuerpause. Wir brauchen einen Waffenstillstand, bei dem wir in unsere Städte und Häuser zurückkehren können. Wir sind müde. Einige von uns schlafen auf der Straße. Wir wollen, dass der Krieg endet. Der ersten Phase von Freilassungen könnten weitere folgen. Eine Kampfpause von maximal 10 Tagen sei möglich. Danach soll der Militäransatz weitergehen. Und dann gehen wir noch mal zurück nach Deutschland und blicken auf die Wirtschaft, und zwar auf die Bauwirtschaft, Heinz. Ja, aus der Baubranche kommt die Warnung vor Insolvenzen und Stellenabbau, verbunden mit der Forderung nach einem Milliardenprogramm, insbesondere für den Bau von Sozialwohnungen. Frank Bethmann, wie stehen da die Chancen angesichts der Haushaltslage? Ja, man ahnt es derzeit nicht besonders gut, denn inzwischen stehen ja wirklich sämtliche Ausgaben auf dem Prüfstand. Jeder Fördertopf wird hinterfragt und so wackeln inzwischen auch fest eingeplante Baufördergelder. Konkret geht es um die Wohneigentumsförderung für Familien und das Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau. 1,1 Milliarden Euro sind dafür im Etat 2024 eingeplant, jetzt aber eben fraglich. Im Kampf gegen die Wohnungsnot wäre das nicht nur ein schwerer Rückschlag für die Bundesbauministerin, auch die Bauwirtschaft ist auf diese Gelder angewiesen. Die Branche befindet sich seit Monaten im freien Fall. Und geht der Einbruch im Wohnungsbau so weiter, so wird der Präsident des Baugewerbes Wolfgang Schubert-Raab heute in der Augsburger Allgemeinen zitiert, steht uns im nächsten Jahr nicht nur eine Insolvenzwelle bevor, sondern auch der Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen. Die Gewerkschaft IG Bau fordert daher ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro, um genügend Sozialwohnungen bis 2025 bauen zu können. Doch schon vor dem Bekanntwerden des Riesenhaushaltslochs war klar, den angestrebten Neubau von 400.000 Sozialwohnungen verfehlt die Bundesregierung auch in diesem Jahr deutlich. Frank Bethmann, vielen Dank. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 3, 4, 20, 25, 30, 41 und die Superzahl 9. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das war's von uns. Gleich geht es weiter mit der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises in Berlin. Und um 0:50 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Unterschiedliche Tiefs beeinflussen das Wetter in den nächsten Tagen, aber eines haben sie gemeinsam: sie zapfen die Kaltluft aus dem Norden an. Einmal kommt ein Tief aus dem Norden und auf seiner Rückseite sehen Sie hier, dass die Kaltluft uns von Norden her erreicht. Und dann gibt es eins, was vom Schwarzen Meer nach Norden zieht. Trotzdem bleibt diese Zugbahn mit der Kaltluft aus dem Norden erhalten. Und so gibt es vor allem an den Alpen längere Zeit Schneefall. In der kommenden Nacht erst einmal gefrierender Regen im Osten Deutschlands. Ein paar Schneeflocken sind auch dabei. Es kann hier gefährlich glatt werden. Dazu nimmt der Wind zu, kommt aus westlichen Richtungen, teils stürmisch.
Im Süden bildet sich Nebel, da ist es deutlich ruhiger. Bei tiefsten Temperaturen von -5 Grad zum Beispiel an den Alpen und 6 Grad plus an der Nordsee. Häufig aber Werte unter der 0-Grad-Marke. Morgen kommt dann die Kaltfront von Norden ins Land gezogen. Dazu viel Wind, teils stürmisch. Regen ist dabei, wandert allmählich südwärts. Ganz im Süden an den Alpen bleibt es trocken und sonnig mit höchsten Temperaturen von 4 bis 8 Grad im Süden und 13 Grad an der Nordsee. Die nächsten Tage sind ziemlich ruppig. Am Freitag kommen Schauer und Gewitter, Graupelgewitter von Norden reingezogen. Dazu bleibt es windig, teils stürmisch, 3 bis 9 Grad. Am Wochenende wird es kälter sein und vor allem an den Alpen längere Zeit schneien. Damit einen schönen Abend.